So Leute, und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge. Schöne kleine Rinne. Seejungfern ist auch Seejungfern, ne? Weiß nicht, wenn man damit nicht gerade vorm Güllefass rumeiern muss, schockt das schon. Ist das schon ein geiles Gerät irgendwie. Vom Güllefass war nicht so geil, aber ansonsten ist Seejung ganz geil. Ich bin heute bei Lemken jetzt nicht. Wir sind auf dem Landwirtschaftsbetrieb und hier haben wir Lempenmaschinen. Und das ganz Interessante ist, eine Maschine darf ich euch erst zur Agritechnica zeigen. Da habe ich gerade schon die Videoaufnahmen gemacht. Muss ich auch mal ein bisschen beim Film jetzt aufpassen, dass ich da die leider nicht leake und verrate, was das ist, was da rauskommt. Aber hinter mir eine 10 Meter Scheibenecke. 10 Meter, mal gucken, Rubin, genau. Kommen wir ein bisschen bei den Namen durcheinander, aber macht nichts. So, fahren wir hier mal rein in der Spur. Was hat er gesagt? F9 ist glaube ich runter, F10 ist hoch. Gucken wir uns das mal an, ob das Ganze gleich runter geht. Ah ja, wir müssen festhalten, das ist nicht zeitgesteuert. Und ab geht die Fahrt. So. Donnerwetter. Der zieht sich aber schwer, würde ich jetzt fast sagen. Also, ich weiß nicht, mir kommt es gerade so vor, als wenn er sich schwer zieht. Und ich habe gerade überlegt, ob man hier noch Allrad rein muss, aber ich glaube, das war doch intelligentes Allrad. Ich glaube, Allrad ist immer drin. Weil hier haben wir es ja nicht. So. Auf jeden Fall 10 Meter Scheibenecke, sehr große Scheiben. Und man muss auch sagen, wir haben hier, ich würde fast sagen, der Betrieb macht einen Hochschnitt im Getreide beim Dreschen. Ich habe gerade festgestellt, warum er sich so quält, weil ich die Scheiben bis zum Anschlag da drin hatte. Also, habe mich nämlich gerade gewundert, warum das irgendwie so komisch hier drin ist. Mit großen Scheiben und hier auf jeden Fall hat der Betrieb anscheinend Hochschnitt gemacht beim Dreschen und hat dann gemulcht. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viel Stroh. Hier wurden wohl so 10 bis 11 Tonnen auf dem Hektar geerntet. Also wir können von 10 Tonnen Stroh ausgehen. Und dann ist alles im Prinzip eine Schwierigkeit. Man hat so viel Stroh, dass man das auch ein bisschen untermischen möchte. Ja? Weil nicht jeder hat ja irgendwie eine Direktsaatdrillmaschine. Das heißt, trotzdem gibt es ja Bodenbearbeitung und trotzdem bleibt ja Bodenbearbeitung bestehen. So. Ich muss mal in die Richtung filmen, nicht, dass ich jetzt gerade zu viel gezeigt habe. Und das, was man aus der Luft von dieser Maschine sieht, ist auf jeden Fall, dass sie schön ganzflächig mischt. Und was auch ganz interessant ist im Prinzip bei dieser Maschine, dass sie halt im Prinzip so einen automatischen Ausgleich über die Flügel haben. Aber das können wir uns gleich nochmal von draußen erzählen lassen, wie das im Prinzip funktioniert. Aber dadurch, normalerweise, wenn man diese großen Breiten hat, ja, dann muss man auch sicherstellen, dass wirklich alle Bereiche vernünftig arbeiten. Ja? Macht ja schon einen Unterschied, ob mal eine Zone nur 3 cm und mal eine Zone 12 cm gelockert wird, wenn man doch, sagen wir mal, 7 cm overall gemischt haben möchte. So. Ich glaube, ich habe zu kurz rumgeholt hier. Na, ob das was wird? Oh doch. Oh doch. Doch, das wird was. Das heißt, man möchte ja irgendwie diese Unmengen an Strom mal mischen. Eine Scheibenecke ist doch mal relativ flexibel und auch eigentlich doch sehr beliebt bei uns in den Breiten. Ich weiß, es gibt so Gegenden in Deutschland, da wird häufig Doppelsturz mit einem Grubber gemacht. Hat einen Vorteil, dass es sehr intensiv mischt. Ja, das erreiche ich im Prinzip auch hier mit so einen riesen Scheiben, die den Boden sehr massiv bewegen. Das werdet ihr auch in den Aufnahmen sehen. Also der mischt wirklich gut und der bewegt sich schon krass, der Boden. Aber was ich auch krass finde, ist der Zugkraftbedarf hier wirklich. Aber ich glaube, wir haben auch hier keinen angepassten Reifendruck. Also gefühlt technisch sind 10 Meter Scheibenecke schon ordentlich zu ziehen. So, das heißt, wir brauchen was gut mischen kann. Aber da muss man auch sagen, gleichzeitig gibt es da hier auch eine Grenze in die andere Richtung von diesem Gerät. Das heißt, wir können hier auch nur ab 7 cm Bodenbearbeitung machen. Das Gerät ist hier nichts für einen flachen Stoppelsturz im Raps zum Beispiel. Raps maximal 2 cm, aber wirklich maximal 2 cm zu mischen, weil man den dann doch sonst verbuddelt und das wollen wir nicht.
Und deswegen ist das hier ein Gerät eher für Getreidestoppeln, für Maisstoppeln, Körnermais, Stroh. Da ist das eher schon zu Hause. Ne? Denn die 10 Meter Arbeitsbreite, die racken natürlich auch gut was weg. Und machen wir uns nichts vor, die Betriebe, die eine 10 Meter Scheibenecke haben, die haben dann auch irgendwo was extra zu laufen, womit sie Raps bearbeiten. Ein Messerwalze oder. Sagen wir mal so, die sind dann schon in der Region von 2000 Hektar aufwärts unterwegs. Wenn eine 10 Meter Scheibenecke fährt, der ist da schon ungefähr in dem Bereich unterwegs. Das Teil kostet hier, ich weiß nicht, normalerweise hat man mal gesagt, oder beziehungsweise aktuell kann man wohl sagen, 10.000, 12.000 Euro pro Meter. Also das Ding wird irgendwo bei 120.000 Euro liegen, meine Schätzung. Ich habe davon keinen Preis, Leute. Vielleicht liegt es bei 140.000, vielleicht liegt es nur bei 100.000. Aber irgendwo um den Dreh wird die Wahrheit sein. Und das heißt, ich brauche schon Fläche, um das Ding zu nutzen. Aber dann ist dann auch wieder ein Vorteil von diesen großen Maschinen, wenn ich mir jetzt hier den Verbrauch mal angucke. So. Liter pro Hektar. Ist natürlich alles nicht eingestellt, was ich euch einmal zeigen will. Ist alles nicht eingestellt hier. Was ist denn los? Arbeitsbreite 100 Meter. Ja, tippen wir mal hier die 10 ein. Und dann resette ich mal und dann hole ich euch gleich nochmal dazu. So, erstmal eingestellt, dass das bei der richtigen Einheit nach unten geht. Also ich habe jetzt gerade gestartet, ihr seht, wir fahren hier aktuell bei über 10 Hektar in der Stunde. 60 Liter auf dem Hektar. Gut, wir haben jetzt auch gerade beschleunigt. Gerade gleich werden wir langsamer. Aber das, ja, 10 Liter auf dem Hektar ist schon relativ viel. Also ich würde diese Scheibenecke nicht als leichtzügig bezeichnen, aber dafür mischt sie halt gut. Ich darf nicht zu viel nach hinten zeigen, weil da ist sonst ein Gerät, was ich zeige, was ihr noch nicht sehen dürft. Hannes, hat der Glas auch Licht? Na klar, der Glas auch Licht. So, alles für die Show hier. Keine Show, Freddy. So, ihr seht, aber jetzt, wir sind gerade einen kleinen Hang hochgefahren. Wir gehen jetzt hier runter. Hast du noch was? Vorne eine Motorhaube? Wie, was habe ich noch was an der Motorhaube? Müssen wir auch noch drehen oder was? Wir sind doch alle an oder was? Den haben wir auch noch. So, jetzt haben wir wirklich alle an. So, also wir gehen jetzt hier runter mit dem Verbrauch. Das ist natürlich jetzt nicht fix. Theoretisch muss man... Hey, ich habe jetzt Scheibenwischer angemacht. Theoretisch muss man jetzt hier wirklich ein paar Runden fahren und kann dann sagen, okay, das ist jetzt der tatsächliche Verbrauch. Also ihr seht, es geht ja gerade runter. Und auch der Liter pro Stunde Verbrauch ist ja... oder geht ja gerade runter. Wisst ihr jetzt aber auch gerade nicht auf der Schnelle, wo wir jetzt gerade eine aktive momentanen Verbrauchsanzeige sehen. Aber man macht gut Hektar damit. Aber ist ja klar, wenn wir Boden bewegen und wir brauchen Boden zu mischen, dann kostet das auch ein bisschen Kraftstoff. Und je weniger wir da eingreifen, desto weniger kostet das letztendlich. Ne? Jetzt gerade sind wir bei 7 Liter auf dem Hektar. Also, wer mischen will, der braucht auch ein bisschen Kraft. Und ich glaube, wir gucken uns das jetzt nochmal von außen an und wir lassen uns von außen jetzt auch nochmal ein bisschen erklären, was da so die Neuheiten sind und was der kann und was vielleicht andere noch nicht können. So, das will ich euch jetzt hier vielleicht nochmal zeigen. Ich bin jetzt hier noch ein paar Bahnen gefahren. Wir sind aktuell schon bei 5 Liter auf dem Hektar und es geht nach wie vor weiter nach unten. So, das heißt also, ja, ich glaube, wir liegen nachher wahrscheinlich bei 5 Liter irgendwo effektiv auf dem Hektar. Und dann sortiert sie sich irgendwo ein, auch bei normalen anderen Maschinen. Und dann bei einem Und dann hier bei einer Hektarleistung von 12 Hektar die Stunde muss man aber sagen, dieser Hektarzähler stoppt, wenn ich hier sozusagen die Maschine anhebe. Das ist ein bisschen schade, weil dann hört auch zum Beispiel der Liter pro Hektarzähler auf zu zählen. Ja, also das heißt, die Wendezeiten würden ja noch dazukommen. Ja, jetzt geht er gerade wieder ein bisschen nach oben. Wir haben jetzt hier so eine Spur, die so ein bisschen gegrubbert war, wo es anscheinend ein bisschen schwieriger ging. So, bis da darf ich euch das zeigen. Den Rest seht ihr im Video ab November. So, hier haben wir mal das gute Stück von außen. Justus wieder dabei von Lempen. Und ja, ich bin ja schon gerade eine Runde gefahren. Ihr seid auf sehr große Scheiben gegangen. Du sagst hauptsächlich, um die Standzeit zu erhöhen. Also ihr sagt wirklich, ihr wollt
wie viel 1000 Hektar eine Saison machen, um die Scheiben, bis sie die Scheiben wechseln? Also da muss schon was gehen. Ich bin sonst bei meiner 6 Meter mal so 1.500, 2000 Hektar gefahren. Da muss ja hier 2.000, 3.000 Hektar sein, Genau. mindestens. Kann man ja nicht durchschnittlich sagen. Ne? Also man kann ja nicht sagen, weil wir jetzt auf die 645 mm Scheibe gegangen sind, können wir 5000 Hektar machen. Nee, also das ist schon richtig so. Interessant ist natürlich so bei, ich sag mal gerade bei Brache, Ja. diese großen Schare, dann natürlich Wiesenumbruch hatten wir heute schon, also Wiese Genau. gerne mal mürbe machen, ist gefragt. Und wir haben hier nicht wenig Stroh, auch lange Stroh Genau. teilweise, was hier auch wirklich gut durch die Maschine geht, wo man Ja. überhaupt keine Haufen zieht oder Ja. ähnliches. Ne? Aber dafür ist sie natürlich nichts für die für die flache Bearbeitung. Genau. Also für den Raps muss ich das beiseite stellen. Aber hier ist ein Punkt ganz interessant dran. Du hast gesagt, wie nennt ihr das System? Dass er automatisch... IQ-Kontur. IQ-Kontur. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Was kann IQ-Kontur? Ja, wir sind ja hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die Fläche ist jetzt vielleicht nicht da das beste Beispiel für. Einfach, wenn man ein sehr kopiertes Gelände hat. Wir müssen gucken, dass wir... Ja. Wenn man kopiertes Gelände hat, dass man immer überall gleichmäßig arbeitet. Ne? Und gibt es jetzt optional das IQ-Kontur. Da wird über unter 3 Zylindern das Druckverhältnis gemessen und je nachdem dann der Flügel angepasst. Der kann dann 6,5 Grad nach oben und 4 Grad nach unten. Das heißt, ihr macht das ausweichen. nicht wie einige Hersteller, die sagen, okay, wir fahren das einfach die Elemente auf Schwimmstellung, sollen die sich selber anpassen, sondern ihr Genau. sagt, nee, wir regeln bewusst die Einstellungstiefe. Genau das ist es. Wenn du willst, wir können uns das hinten einmal angucken. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den mag ich behaupten, man sieht ihn auf der Fläche. Ja. Also normalerweise, man hat hier schon Konturen drinnen. Und normalerweise ist es bei großen Arbeitsbreiten, da sieht man manchmal so 2 Meter, wo man sieht, ach, guck mal, da ist das nicht richtig tief gegangen. Wo man doch gerne mal den Grubber einsetzen Genau. würde, weil der doch ebener mischt. Ne? Genau. Und hier hat man wirklich ein sehr, sehr gleichmäßiges Arbeitsbild. Genau. Und hier haben wir jetzt hinten die 4 Zylinder für die hydraulische Arbeitstiefenverstellung. Die ist auch serienmäßig. Was nicht serienmäßig ist, ist dieses Kabel, was an den 3 Zylindern dran ist. Ne? Also von links gesehen an dem 1., 2. und 4. Zylinder ist das Kabel dran. Genau, das ist ein Drucksensor und der möchte immer, dass überall der gleiche Druck ist. Und wenn wir jetzt in eine Kuppe reinfahren, sag ich mal, dann kriegt der äußerste Zylinder etwas mehr Druck. Und weil Öl geht immer dahin, wo es am einfachsten ist, geht dann in den Zylinder, wo dann, wie du gerade sagtest, nicht bearbeitet werden würde. Und dann gleicht er das aus. Und das merkt das System, was autonom arbeitet. Also man braucht nur die 3 LS-Anschlüsse und dann eine 3-polige Steckdose. Und der Zylinder, der jetzt hier hinten schräg drin liegt, ne, ich kann mal reingehen, also dieser Zylinder hier, der gleicht das dann aus. Ne? Man sieht das jetzt auch hier ganz schön schon, der hat gearbeitet hier auf der Fläche. Ja, also hier genau. Ja, also der hat gearbeitet, hat die einzelnen Flügel bewegt. Und wenn diese Nase auf dem Loch ist, dann ist das Gerät 100%ig ausgerichtet. Also dann ist es ganz eben. Sehr interessant. Also ich mag behaupten, man sieht den Effekt. Wichtig ist aber auch, du hast es gerade gesagt. Alter, was hat denn das Helium für zornige Rücklichter? Das Geil, habe ich ne? noch gar nicht gesehen. Ja, Jedenfalls, kurz ablenken, du hast schon gesagt, man braucht Lotsensing für die Scheibenecke. Ja. Aber mal, um ehrlich zu sein, eine 10 Meter Scheibenecke, da hat man schon einen Schlepper davor, der das von Haus aus mitbringt. Also man hat da nicht die letzte Hofmaschine da. Man braucht auch ein paar PS. Was sagt ihr, wo muss ich ungefähr mich einpendeln? Ich vom Bauchgefühl würde ich sagen, wenigstens 350 PS. Ja, passt wohl. Wir sagen halt bis 500 PS ist die freigegeben. Also 50 PS pro Arbeitsmeter. Und dann gehen wir so bei 35 PS los, 30 PS. Genau. Okay, das heißt, die Jungs, die mit einem Quadtraktor vor wollen? Geht nicht leider. Geht nicht leider. Okay. Also geht schon, geben wir aber nicht frei. Ja, dann hast du aber einen Punkt, den habe ich noch gar nicht angesprochen, der ist auch ganz interessant. Ihr dreht jetzt auf den Auf der Walze. auf der Walze, Genau. gar nicht mehr auf dem Fahrwerk. Und das gibt natürlich maximal Pluspunkte am Vorgewende, weil wenn wir wirklich das Gerät über diese Breite, wie wir gerade sehen, ausheben, wie viel wiegt der? 11 Tonnen. 11 Tonnen.
ja, dann würden wir sonst 11 Tonnen über dieses Fahrwerk ziehen. Jedes Mal. Und dadurch legen wir es maximal hier auf die ganze Breite aus und haben natürlich auch wirklich eine schöne Bodenanpassung. Ja. Das bringt auch wirklich Pluspunkte. Und du sagst, das ist das erste Gerät, was ihr mit dieser Variante rausbringt? Dass sie hinten? Ja, genau. Dass sie auf der Walze dreht. Dass sie auf der Walze dreht, das genau. ist das erste Gerät, wo wir... Wird es folgen bei den kleineren Modellen? Weiß ich nicht. Okay, okay, das müssen wir noch unbeantwortet lassen. Also das sind die großen Neuheiten, muss ich auch ehrlich sagen, wo man sagt, ach doch, eine Scheibenecke ist doch mal wieder interessant, dass man drüber spricht. Ist doch nicht seit 20 Jahren alles gleich. Ja. Hier auf dem Arsch drehen, gut, machen einige Hersteller auch. In den größeren Arbeitsbreiten wird es dann nachher doch ein bisschen seltener. Oder beziehungsweise ist es nicht gang und gäbe. Die Anpassung wirklich gut. Und was auch ganz interessant ist, auch irgendwie euer Federsystem von den Scheiben, ne? Genau. Das ist ja das Patentierte. Wenn jetzt ein Stein kommt, dann weicht das ja nach oben aus. So. Und sobald der Stein weg ist, würde ja die Feder wieder zurückschlagen. Genau. Und die ganze Kraft würde hier in das Element eingreifen, also auf den Rahmen. Ja. Und um das nicht zu machen, haben wir hier oben diese Klinke, wo dann einmal die Scheibe überschlagen kann, so gesehen. Ah, okay. Die Kraft von der Feder wird einmal in den Boden abgelassen, dass man nicht diese ganzen Kräfte auf dem ganzen Gerät einstellt. Ich sag mal, du kennst es ja, du hast gesagt, das ist bei dir wie eine Kiesgrube. Wenn du jetzt mal, ich sag mal, einen Stein hast, der so groß ist oder 3 Scheiben kriegen würden und die würden hoch und runter, das wird ja richtig Kräfte würden da ja wirken. Ich habe auch die Kollegen, da wird die halbe Scheibenecke eine Low-Level machen. Oder so, genau. Genau. Aber das ist wirklich ein interessantes Konzept. Alles im Allen, glaube ich, ein ganz solides Gerät, wo ihr auch sagt, ihr wollt auch in Richtung überkontinental damit gehen. Genau. Gerade Osteuropa ist ganz stark mit Scheibenecken, glaube ich. Ja. Also Osteuropa, Amerika. Genau. Dafür auch den größeren Balkenabstand von 1,20 Meter, dass wir halt auch viel organische Masse, wie du gerade schon richtig sagtest, einfach durchs Gerät schöpfungsfrei durchkriegen. Genau, also die Jungs haben ja auch ganz viel Brache teilweise, wieder urbare Fläche machen. Ja. Muss man ehrlich sagen, also nicht alles, was hier vorgestellt wird, ist auch immer automatisch für Deutschland. Viele sagen, oh, wohin denn? Ja, genau. Ostdeutschland hat schon Potenzial und einige Betriebe fahren auch so eine großen Teile hier. Aber man muss sagen, wir sind ja nicht alleine auf der Welt und von daher ist das schon ein interessantes Konzept. Genau. Gut. Sage erstmal danke und vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Das andere darf ich euch dann ab der Agritechnica zeigen. Genau. Was ich euch jetzt nicht zeigen durfte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.